I have been working in the field of allied to the Marian Fertility Clinic since 2002, and I see it as a great privilege to actually help women and men, but mostly women obviously, undergo the rigors of assisted reproductive technology. Sie arbeitet seit 2002 mit ART. Ist es okay, wenn ich diese ganzen Abkürzungen, genau, mit ART-Patientinnen, und sieht es als ein großes Privileg an, mit solchen Frauen arbeiten zu können? I have tried to organize this presentation so that I give you an idea of how you combine the theory of Chinese medicine and the practice of ART. Sie hat diesen Vortrag darauf angelegt, uns beizubringen, wie man die Theorien der chinesischen Medizin mit der eigentlichen Praxis von ART kombinieren kann. There's an Irish word for someone who's been unwell. They say they're a crock or a wreck. I'm a bit of a wreck, a physical wreck at the moment, so I may have to sit down, stand up, etc. So you'll have to be patient with me. I'm recovering from a fall. Sie erholt sich gerade von einem Sturz und fühlt sich als ein physisches Wrack und muss sich ab und zu mal setzen und wieder aufstehen. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis. We also decided that we would do translation and see how the timing went, so that we hope that we're halfway through this by the time we take a break at 4:30. Also wir machen das jetzt mal mit Übersetzung und gucken, wie wir zeitlich hinkommen, und gucken, ob wir zur Pause mit der Hälfte dieser ganzen Präsentation fertig sind. Okay, so just to begin, ART, Assisted Reproductive Technology, is essentially, if you use the metaphor for women and for men, it's a bit like getting on a train and staying there until you reach a particular destination. In other words, people tend to start with a certain process and end up going through an entire process. And as practitioners, the best thing you can do, the most wonderful thing you can do, is accompany them on this journey and try to help them achieve as much success while maintaining their health as possible. Is that too long? No, that's fine. Okay. Also ART-Techniken, also sich denen zu unterziehen, ist wie in einen Zug zu steigen, und man hat ein bestimmtes Ziel, wo man ankommen möchte. Und es ist ein Prozess für Männer und Frauen. Und als Praktiker ist es unsere Aufgabe, die Leute zu begleiten und zu versuchen, ihnen den maximalen Erfolg zu bescheren. So that we know in the normal privacy of intercourse, the fertilization occurs because of the meeting of the gametes, the ovum, or the oocyte rather, because it's not an ovum at that stage, and the sperm, and the fertilization by the penetration of the sperm into the oocyte, the completion of meiosis, so that the oocyte becomes an ovum and a new individual is created in the moment of fertilization with 2 sets of chromosomes, 1 from each parent. Also zur Befruchtung, aber während des Geschlechtsverkehrs kommt es zur Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle, und im Vorfeld müssen die Oozyten eben in Eizellen verwandelt werden, damit dann eine Zellteilung stattfinden kann und ein Embryo entstehen. Okay. So the Western medical perspective is about the meeting of the gametes. As we know, the egg is released in the moment of ovulation after the LH surge. Hypothetically, it is fertilized in the uterine tubes, travels to the uterus, and finally embeds itself in the wall of the uterus, and we have a successful fertilization and the beginning of an embryo and fetal life. Okay, während des Eisprungs reißt das Ei den Eileiter hinunter und wird hypothetischerweise dort von der Samenzelle befruchtet.
bis es dann in der Uterusschleimhaut sich einnistet und da zu wachsen beginnt.